Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um Luftfilter am M2 Competition. Ich hatte ja bereits mal ein Video gemacht zum Luftfiltertausch. Da ich jetzt aber mal wieder einen kleinen Serviceintervall mache, habe ich mir gedacht, okay, ich mache einfach nochmal ein Video dazu. Es hat sich ja auch ein bisschen was geändert am Auto drumherum zum letzten Mal. Ich habe jetzt ja eine Carbonhaube, ich habe die Abdeckungen oben an den Dömen ein wenig modifiziert oder beziehungsweise ja die Abdeckungen, die in Richtung Frontscheibe gehen. Das heißt, da habe ich Servicelöcher reingeschnitten, sodass ich da leichter die Domstrebe abnehmen kann. Das sehen wir dann jetzt gleich. Heute habe ich mich jetzt für Luftfilter von BMC entschieden. Letzten Endes ist das ja eigentlich relativ egal, ob man jetzt welche von K&N nimmt oder von BMC. Ich hatte bis jetzt welche von K&N drin, wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch sein, meine Erinnerung trügt mich da und ich habe schon welche von BMC drin. Ich habe die Tauschfilter nicht mehr gefunden, denn ich habe normalerweise immer zwei Satz. Einen Satz, den ich reinige und einen Satz, den ich eben in Gebrauch habe. Den Tauschsatz habe ich jetzt nicht gefunden, deswegen habe ich mir noch einen neuen Satz bestellt. Im Idealfall, wie gesagt, ist das jetzt ein anderer Satz als der verbaut ist. Aber das sehen wir gleich, wenn wir jetzt am Auto schauen. Das heißt, los geht's in Richtung Auto. Wie gesagt, es hat sich ein bisschen was verändert. Eine Hauptänderung zum letzten Mal ist die Carbon-Motorhaube. Die ist jetzt foliert. Das ist kein Sichtcarbon, dafür aber deutlich günstiger. Hat den gleichen oder hat die gleiche Gewichtsersparnis. Also man spart sich hier auch ordentlich Gewicht im Vergleich zur Standardhaube. Und jetzt geht es eben an das Tauschen der Luftfilter. Die befinden sich zum einen hier auf der Beifahrerseite und auch auf der Fahrerseite. Und um an diese Luftfilter heranzukommen, muss eben hier die Domstrebe raus. Wie gesagt, ich habe hier oben in den Abdeckungen habe ich so Serviceöffnungen eingefügt oder halt ja, kleine Plastikelemente rausgeschnitten, damit man da besser rankommt. Das zeige ich euch jetzt einmal. So, hier jetzt also der Luftfilter von der Beifahrerseite. Wir haben hier ringsrum solche Torx-Schrauben. Die müssen wir alle lösen und dann den Deckel nach oben abheben oder anheben, um darunter den Filter zu tauschen. Ihr seht, ich habe hier, wie gesagt, laut meiner Erinnerung auch K&N-Filter drin. Mal schauen, ob das wirklich der letzte Stand ist. Problem ist halt, wir können die Torx-Schrauben zwar lösen, kriegen den Deckel aber nicht weit genug gelupft, um den Filter zu tauschen, weil hier die Domstrebe im Weg ist. Und die ist hier oben an zwei Punkten verankert. Wir sehen das hier. Wie gesagt, hier ist so eine Öffnung, die habe ich eingeschnitten. Die ist normalerweise nicht da. Das heißt, man muss normalerweise immer die ganze Verkleidung abnehmen. Das kann ich mir jetzt sparen. Ich komme hier wunderbar an die beiden Schrauben ran, um die Domstrebe dort zu lösen. Dann haben wir hier unten nochmal einen Punkt. Da ist die Domstrebe fixiert. Also links und rechts haben wir das. Dann gehen wir weiter. Dann ist hier nochmal eine kleine Fixierung. Da ist der Ausgleichsbehälter an der Domstrebe fixiert. Und dann haben wir natürlich hier auf der Fahrerseite auch wieder unsere beiden Schrauben, an die wir jetzt gut rankommen, weil ich auch hier so eine Serviceöffnung geschnitten habe, um auch an die Bremsflüssigkeit ranzukommen. Insofern sollte das jetzt relativ schnell gehen. Und hier ist dann der Luftfilterkasten von der Fahrerseite. Auch hier wieder die Torx-Schrauben. Und jetzt legen wir los mit der Demontage der Domstrebe. So, ich habe jetzt hier schon mal die Ratsche rausgeholt. Wir brauchen hier eine 13er Nuss. Und mit der 13er Nuss müssten wir das da gelöst bekommen. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, die sind unterschiedlich lang, die Schrauben. Das heißt also je nachdem, also hier hinten am Domansatz sind die Schrauben länger als nachher vorne an der Domstrebe. Das zeige ich dann aber auch nochmal zum Vergleich. Das heißt also die Schrauben nicht mischen. So, jetzt sind wir hier bei den Schrauben, die sich vorne am Stoßfänger befinden. Hier auch leicht anlösen
und dann mit der Hand rausdrehen. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr die nicht untereinander mischt, denn die Schrauben hier vorne sind kürzer. Und wenn ihr da jetzt die längeren Schrauben reindreht, was vom Gewinde her geht, dreht ihr euch die Schrauben unten in euren Kühler. Das heißt, da aufpassen, dass ihr euch den Kühler nicht beschädigt. Und wenn man die jetzt mal vergleicht, die kurze, das ist jetzt die hier ganz vorne zum Einsatz kommt. Da kommt also die kurze Schraube zum Einsatz und die lange Schraube ist dann für hinten. Also ein deutlicher Unterschied. Kurz vorne, lang hinten oben am Dom. So, und jetzt einfach die Schrauben eben lösen. Bevor wir jetzt die letzten Schrauben oben am Dom lösen auf der Fahrerseite, haben wir eben noch diese Schraube hier von dem Ausgleichsbehälter. Das ist in dem Fall keine 13er Nuss, sondern eine 10er Nuss. Das heißt, hier für die kleine Schraube eine 10er Nuss verwenden. Hier ist einfach aufpassen, dass die euch beim Rausdrehen nicht runterfällt. Ist mir alles schon passiert. Dann liegt das irgendwo unten im Motorraum. Super nervig. Muss nicht sein. Und jetzt kommen noch die beiden Schrauben oben am Dom an der Fahrerseite weg. So, jetzt die beiden letzten Schrauben noch lösen. So, jetzt haben wir also alle Schrauben entfernt und wir können die Domstrebe nun nach vorne rausziehen. Man kann jetzt hier, denke ich, auch ganz gut erkennen, dass die Domstrebe ja eingefasst ist in so ein Plastik, beziehungsweise eher in so eine Gummimembran. Die könnte man theoretisch auch abnehmen, muss man aber nicht. Früher habe ich das beim ersten Mal gemacht, habe dann aber festgestellt, es reicht auch, wenn ich die Domstrebe jetzt einfach in diese Richtung nach vorne rausziehe. Das zeige ich euch mal, dann muss man einfach weniger demontieren. Die Schrauben sind wie gesagt jetzt alle gelöst. Jetzt können wir die hier so ein bisschen anheben, hier vorne, und dann so leicht nach vorne rausziehen. Das geht auch mit dieser Gummimembran. Die kann man hier so leicht durchziehen. Dann muss man die nicht abnehmen, beziehungsweise auf der Seite ist sie eh nur reingesteckt. Habe ich da ganz ungünstig mein Licht hingestellt. Das muss ich gerade mal wegnehmen. So, und dann habt ihr die Domstrebe draußen, könnt die zur Seite stellen und kommt wunderbar an die Luftfilterkästen ran. So, hier haben wir jetzt den Luftfilterkasten. Und hier müssen wir jetzt die Torx-Schrauben lösen. Wir haben insgesamt 2, 4, 6, 7 Torx-Schrauben. Hier sitzen 2, hier oben eine, hier an der Seite 2 und hier vorne nochmal 2. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das so, dass die Torx-Schrauben im Gehäuse verbleiben, also im Deckel drin. Die sollten also nicht rausfallen können. Trotzdem fange ich jetzt erstmal hier an, die zu lösen. Denn wenn die doch rausfallen, habe ich es hier einfacher, mich darauf vorzubereiten und sie aufzufangen, als wenn ich jetzt mit einer anfange, die hier Richtung Motor geht. Dafür braucht ihr jetzt einen 20er Torx. Genau. Und die haben hier so eine Sicherung, das heißt, die bleiben oben im Deckel. Das ist übrigens sehr wartungsfreundlich gemacht. Eine sehr gute Idee. Denn nicht alles ist unbedingt so wartungsfreundlich, wie zum Beispiel die Domstrebe abnehmen zu müssen. Aber gut, bei dem kleinen Bauraum muss es halt Kompromisse geben. Beziehungsweise irgendwo musste man die Domstrebe ja unterbringen. Die Schraube hier hinten ist jetzt ein bisschen verdeckt. Da ist es besser, ihr nehmt den Stecker
von dem Luftmengen- oder Luftmassenmesser hier mal ab. Dann kommt man da mit dem Schraubenzieher besser ran und beschädigt da nichts. So, jetzt sind die alle gelöst. Jetzt den Schraubenzieher irgendwo platzieren, wo er nicht gleich ins Nirvana fällt. Jetzt müssten wir eigentlich den Deckel abnehmen können. Jawohl. Ah, und es ist ein K&N Luftfilter. Und der sieht nagelneu aus. Da sieht man, ich bin nicht viel gefahren. Waren zwar relativ viele Trackday-Einsätze, ich glaube 3 Stück letztes Jahr. Aber wenn man sich den Filter anguckt, also abgesehen von einem Stein, der da drin hängt, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Wahrscheinlich eher schlecht mit der Kamera. Hier ist so ein kleiner Stein. Sieht er wirklich gut aus. Nichtsdestotrotz tauschen wir den jetzt gegen einen von BMC. Es raschelt, aber ihr seht nichts. Greift zu der Tüte, wo die Filter drin sind. Jetzt muss man hier aufpassen. Es gibt eine linke und eine rechte Seite, das heißt, die sind von der Form leicht unterschiedlich. Am einfachsten ist es, wenn ihr sie oben drüber legt. Das ist zum Beispiel der Filter hier für die Fahrerseite und das hier ist der Filter für die Beifahrerseite. Die sind dann identisch. Das ist der alte von K&N, das ist der neue von BMC, den werde ich jetzt reinigen, wobei, ja, eigentlich muss ich den nicht reinigen. Ich werde den erstmal nur zur Seite packen, denn der ist wirklich wie neu. Und den ersetze ich jetzt durch den von BMC. Auch einfach hier anheben, mal kurz reinschauen, ist alles sauber, liegt kein Dreck drin. Dann den einmal auf die Ecken pressen, oder halt, was heißt pressen, aber halt mit der Handfläche einmal drüber gehen, dass er überall sauber aufliegt. Den Deckel wieder oben ansetzen, sodass die Schrauben in Position sind. Und dann von der schwierigsten Schraube, so mache ich es immer, ich fange jetzt hier hinten an, die am schwierigsten zu erreichen ist, die ziehe ich zuerst fest. Hier auch nicht abartig fest, nur handfest. Und gehe dann einmal reihum. Alles fest. Jetzt nicht vergessen, wir haben ja hier den Stecker abgezogen. Den auf jeden Fall wieder draufstecken, damit beim Anlassen das nicht irgendwelche Fehlermeldungen gibt. Ihr habt gehört, der rastet auch mit so einem Klick ein. Da immer drauf achten, nochmal kontrollieren, sitzt fest. Und jetzt können wir auf die andere Seite gehen. Hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Hier war, glaube ich, eine Schraube, die irgendwo hier unten versteckt war, die auch total eklig war. Mal kurz gucken, ob ich die hier erkenne. Ja, genau. Das ist auch super positioniert. Die Schraube sitzt hier verdeckt von diesem Ausgleichsbehälter. Das heißt, das ist unser Pain Point. Die werde ich jetzt also versuchen zuerst zu lösen. Das ist so ein bisschen blindes Arbeiten. Das Gute ist jetzt eben, dass die Schrauben hier nicht aus dem Deckel rausfallen, denn also an der Stelle, das wäre echt furchtbar. Hier sollte das mit dem Kabel jetzt kein Problem sein. Das seht ihr jetzt nur hier unten am Bildrand, aber ja, also da ich das ja nach oben abhebe, geht das eher in Richtung Ursprung des Kabels. Das heißt, da sollten wir nirgends hängen bleiben. Jetzt hoffe ich mal, ich schmeiße die Kamera nicht um, denn die steht da so ein bisschen an dem Rohr dran. Ich glaube, der Kollege hier unten ist noch nicht ganz lose. Ja, hier ist noch einer.
Oh, der ist auch super positioniert. Der ist auch so ein bisschen rostig schon. Durch die Carbonmotorhaube habe ich ja so Lüftungsschlitze. Da kommt da jetzt ein bisschen Feuchtigkeit hin. Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Da muss ich mir also was überlegen, dass ich die Schlitze abdecke. Jawohl, jetzt kann ich das Ganze anheben. Wie gesagt, nur aufpassen, dass ich die Kamera nicht umwerfe. Zack, da ist der Filter. Ja, sieht genauso gut aus wie auf der anderen Seite. Ist also praktisch neu und ohne Gebrauchsspuren. Hier auf der Rückseite sieht man jetzt ganz leicht, dass er hier außen so ein bisschen Verfärbung hat. Ich weiß nicht, ob man das im Video jetzt erkennen kann. Also da kann man ganz minimal sehen, dass es da ein bisschen dunkler ist. Aber ja, praktisch neuwertig. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie viel habe ich die jetzt drin gehabt, die Filter? Also kilometertechnisch war das jetzt wirklich nicht so viel. Das waren, wenn es hochkommt, sage ich mal, 6000 Kilometer. Es war natürlich hauptsächlich Rennstrecke, aber nichtsdestotrotz sind jetzt 6000 Kilometer nicht viel für so einen Luftfilter. Dennoch, gerade wenn man das Auto sportlich bewegt, so wie ich es jetzt mache, mit viel Rennstreckeneinsatz, würde ich das auf jeden Fall immer alle spätestens 10.000 Kilometer kontrollieren. Jetzt war ich sogar ein bisschen früher dran, Anfang der Saison, neu im Jahr, und hatte ein bisschen Zeit. Deswegen habe ich das genutzt. Hier kommt jetzt der Filter für die Fahrerseite rein. Hier aufpassen beim Einführen. Hier sind ja die Schrauben, nicht, dass ihr euch da den Filter zerstört oder zerkratzt oder ein Loch reindrückt. Dann auch mit der flachen Hand den einmal in alle Ecken drücken und dann den Deckel wieder aufsetzen. So ein bisschen hier und her wackeln. Und jetzt fange ich wieder hier hinten an, also hier unten. Das kann man jetzt auf dem Video wirklich schlecht sehen. Da unten sitzt auch eine Schraube. Die ist wie gesagt bei mir so ein bisschen schon korrodiert wegen dem Wasser, was da von der Motorhaube eindringen kann. Die schraube ich jetzt als erstes fest. Dann gehe ich jetzt hier über Kreuz in dem Fall, damit sich da nichts verzieht, weil der doch ein bisschen schräg sitzt, der Deckel. Bei dem anderen Deckel war jetzt die Gefahr nicht so groß, weil der relativ flach auflag. Der hat aber einen relativ steilen Winkel, dass da nichts schief geht. So, das im Hintergrund ist übrigens, ich pinkel nicht, das ist hier Wasser vom Dach. Es regnet gerade, falls ihr euch wundert oder falls es zu hören ist. Jetzt kommt da meine Lieblingsschraube. Die sitzt auch. Hier haben wir noch eine, die ein bisschen eklig ist. Wobei die schlimmste ist wirklich die davor. Also die hier sitzt, die ist sehr, sehr versteckt oder verdeckt von dem Ausgleichsbehälter. Muss man den einfach immer ein bisschen nach hinten drücken. Nicht zu viel, aber ein kleines Stück kann man das schon machen, damit man da besser an den Schraubenkopf rankommt. Also auf der anderen Seite waren es 7 Schrauben. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht gezählt, aber ich gehe davon aus, dass auf der Fahrerseite auch 7 Schrauben sind. Ich zähle jetzt gleich mal nach. Wir haben hier 2 sitzen. 3, 4, 5, 6, 7. Also es sind auf jeder Seite 7 Schrauben. Auf der Beifahrerseite sehr schön zu erkennen. Da ist eigentlich keine Schraube, die man übersehen kann. Auf der Fahrerseite, wie gesagt, diese 2. Die eine versteckt hier unterhalb von dem Stecker vom Luftmengen- oder Luftmassenmesser. Die kann man gerne mal übersehen. Dann der Kandidat, der hier neben dem Ausgleichsbehälter sitzt. Das heißt, da haben wir also 2 Schrauben auf der Fahrerseite, wo man genau hingucken muss. Ansonsten relativ einfache Sache, ohne Filmen, ohne Schnickschnack. Kann man das gut in maximal 20 Minuten wechseln. Völlig problemlos, braucht ihr also nicht zur Werkstatt zu gehen. Und vor allem, ihr seid euch halt hier auch sicher, wenn ihr es selber gemacht habt, dass ihr auch wirklich neue Filter verbaut habt. Denn ja, ich will jetzt keine Werkstätten schlecht reden, aber
Habe schon alles erlebt und bei so Sachen, wo man es wirklich selber machen kann und wo vielleicht auch eine Werkstatt nicht unbedingt so Lust dazu hat, weil das halt so ein Daily Job ist und man sich das dann gerne auch schenkt, gerade wenn man eben kürzere Intervalle macht, wo sie dann sagen, ja komm, ist ja Quatsch, das jetzt schon zu wechseln, schreiben wir das dem Kunden mal nur auf. Wie gesagt, passiert es nicht bei allen Werkstätten. Ich hatte es aber bei mir tatsächlich schon bei Fahrzeugen, dass Dinge abgerechnet wurden, die gar nicht umgesetzt waren. Das heißt also, ja, bei Dingen, die man selber machen kann, würde ich das auf jeden Fall immer selber machen. So, dann stöpsel ich jetzt hier die Domstrebe wieder rein und dann sind wir auch eigentlich gleich schon fertig. So, wie gesagt, die Filter sind jetzt getauscht. Den einen Stecker, den ich gelöst hatte, der ist auch wieder dran. Bedeutet, ich setze jetzt hier einfach die Domstrebe wieder rein. Wie vorher erwähnt, ihr müsst diese Lasche hier nicht umlegen. Könnt ihr aber machen, dann habt ihr das ein bisschen einfacher. So, jetzt sind wir wieder da. Ich habe das Licht wieder eingeschaltet, beziehungsweise der Akku meiner Videoleuchte war leer. Ist doch toll, wenn das genauso lange hält, wie in der Produktbeschreibung steht. Nicht. So, jetzt habe ich wie gesagt hier oben einmal die Lasche nach oben weggezogen, um die Strebe einfacher einführen zu können. Ich habe jetzt auch auf der Seite tatsächlich die Verkleidung oben weggenommen. Es ging dann einfach doch ein Stückchen leichter, als das dann da so rumzufummeln. Zudem kann ich dann auch das Gummistück, was hier unter die Domstrebe kommt, leichter positionieren. Das heißt, das macht einfach das Arbeiten an der Stelle ein wenig entspannter und einfacher. Deswegen hatte ich das dort abgenommen. Jetzt habe ich die einmal positioniert. Jetzt schaue ich einmal so grob, ob die bei den Löchern auch anliegt. Hier drüben bei dem Ausgleichsbehälter, den haben wir ja so ein bisschen verschoben. Den einfach wieder so ein bisschen ranziehen. Ansonsten sieht das gut aus. Jetzt hole ich mir erstmal die langen Schrauben. Das sind also die Schrauben, die hier oben an den Dömen verwendet werden. Oder an den Domen. Weiß ich jetzt gar nicht, wie da die richtige Mehrzahl ist. Ist aber auch wurscht, ihr wisst, was ich meine. So. Wie gesagt, die positioniere ich jetzt erst einmal grob. Sprich, ich drehe die so ein bisschen an, dass alle Schrauben in Position sind. Jetzt nehme ich diese kleine Zehner, setze die hier vom Ausgleichsbehälter auch einmal an, kontrolliere dann hier vorne nochmal die Löcher. Hier muss ich auf der Beifahrerseite ein bisschen zu mir ziehen und auf der Fahrerseite ein bisschen nach hinten drücken, dass das schön mittig ist. Dann nehme ich meine 13er Nuss und drehe die erstmal alle von Hand an. So, jetzt habe ich die alle einmal handfest. Jetzt nehme ich noch meine Zehnernuss und drehe die Schraube hier auch noch handfest. Das ist jetzt die erste Schraube, die ich auch komplett fest drehe. Aus dem einfachen Grund, die hängt nur an der Strebe und der Behälter ist ja eh leicht flexibel. Das heißt, da ist kein Problem, die gleich festzuziehen. Und jetzt mache ich es auch so, jetzt gehe ich über Kreuz vor. Ich fange hier unten an. Dann gehe ich an den diagonalen Punkt hier oben. Das Ganze auf der Beifahrerseite. Dann den Punkt hier vorne.
Dann kontrolliere ich am Ende alle noch einmal ringsherum. So, jetzt habe ich alle einmal kontrolliert. Handfest. Das passt. Wie gesagt, hier würde ich jetzt... Es gibt bestimmt irgendwo Drehmomentangaben, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gewechselt und mir ist nichts Negatives aufgefallen. Wenn ihr das handfest macht, auch nicht, wie gesagt, zu brachial, einfach nur handfest, sollte das kein Problem sein. Jetzt bringe ich hier oben noch die Abdeckung an. Das zeige ich jetzt nochmal schnell. Und dann sind wir da auch durch und sind dann komplett fertig. So, jetzt kommt, wie gesagt, die Abdeckung hier oben wieder hin. Die Abdeckung schützt eben hier vor Regenwasser und leitet das auch eben in die Abläufe. Das ist auch so eine Sache, wenn ihr jetzt hier daran arbeitet. Momentan steht das Auto in der Garage, da komme ich jetzt ein bisschen schlecht hin. Das mache ich aber dann nachher nochmal, wenn das Auto wieder draußen steht, dass ihr die Abläufe, die sich da oben befinden, Fahrer- und Beifahrerseite, die befinden sich praktisch unterhalb von diesem Gitter, was hier auf eurem Plastikabdeckstück, also direkt unter diesem Gitter von diesem Plastikabdeckstück ist der Abfluss und den solltet ihr, sag ich mal, alle spätestens 3 Monate kontrollieren und auch reinigen. Da sammeln sich dann Blätter und dann steht da das Wasser. Das riecht und läuft gegebenenfalls auch an Stellen, wo es nicht hin soll. Jetzt packen wir das hier wieder rein. Wir haben hier vorne so eine Nase oder hier oben so eine Nase, die wir einführen müssen. Das zeige ich gleich nochmal im Detail. Hier hinten ist so ein, eine kleine Aussparung mit einem Loch. Da kommt hier dieser kleine Stift rein, dieser Spreizniet. Und dann haben wir hier oben solche einfachen Zehnerköpfe, die man einfach um 90 Grad dreht. Das heißt, da nimmt man sich einen 10er Nuss und dreht die einfach einmal um 90 bzw. 45 Grad. Dann ist das auch schon wieder verriegelt. Dann kommt da oben noch der Spreizniet rein. Muss man einfach ein bisschen rausziehen, dass der Kopf beziehungsweise hier unten diese Spreizung, dass die offen ist. Dann führt ihr den dort ein und verriegelt den, indem ihr den Kopf nach unten drückt. Das zeige ich jetzt einmal. So, hier sind wir jetzt also an dieser Stelle mit dem Spreizniet. Der wird hier eingesetzt. Ich hole den noch mal ein Stückchen für euch raus. Normalerweise ist da eben dieses Loch. Und ihr setzt dort dann diesen Spreizniet ein. Wie gesagt, unten, ihr zieht den Kopf nach oben, dass unten sich der Niet zusammendrücken lässt. Dann setzt ihr den Kopf oder eben diesen Stift nach unten. Dadurch spreizt er sich unten auf. Dann ist das verriegelt. Hier oben, wie gesagt, da haben wir jetzt diese Zehnerköpfe, die ihr einfach um 45 Grad dreht zum Öffnen und zum Schließen. Und hier eben die Löcher, wo die Domstrebe festgemacht wird. So, und das war es dann auch schon. Wie gesagt, ohne Kamera und Gedöns könnt ihr das innerhalb von 20 Minuten locker wechseln. Einfach vorher schauen, dass ihr die richtigen Filter habt. Da gibt es halt unterschiedliche Filter, je nachdem, welches BMW bzw. Motorenmodell ihr habt. Hier für den S55 sind sie, glaube ich, im M3, M4 und im M2 gleich. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, so war das. Und ja, ich hoffe, es war hilfreich, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.